Hallo Blender-Freunde, herzlich willkommen zu unserem nächsten Part unserer Tutorial-Serie. Ja, Leute, ich hatte eine kleine Blender-Pause eingelegt und es ist mittlerweile 2 Monate sogar her. Ich habe gesagt, man sollte wieder anfangen und wir sind ja hier bei unseren verlassenen Fabrik. So, und das war ja ein Wunsch von einem meiner Follower. Und den sollten wir langsam mal zu Ende bringen. Und ich hoffe, dass ihr bis jetzt alle mitgekommen seid. Und Fragen wurden mir schon mittlerweile in den Kommentaren gestellt. Ich habe das so gut wie möglich beantwortet. Und ich sag mal, jetzt geht's weiter. Und in diesem Part möchte ich, wie gesagt, jetzt mit dem Schiebetor hier anfangen. Ja, wir wollen jetzt ein Tor modellieren. So, und ich gehe mal davon aus, ich werde es irgendwie in Metall, aus Metall, mit einem schönen langen Griff und so weiter zum Schieben sozusagen. Und oben mit einer Führungsschiene, die man wahrscheinlich von innen natürlich sehen kann. Ne? Gut, alles klar. Dann, wenn wir alle bereit sind, können wir starten. So, wir fangen mal an. Wir erstellen uns einfach erstmal eine Plane. Ich schaue mal, wo wir das hinsetzen. Das ist Fabrikgebäude. So, genau. Hier sind unsere Wände. Dafür werden wir erstmal eine Kollektion erstellen. Walls. So, Wände. Und diese platzieren wir jetzt hier rein. Okay. So. Gut. Okay, jetzt waren die Türen in den Wänden ja gebunden. Dafür erstellen wir jetzt auch eine neue Kollektion und nennen das Doors. So. Okay. So, den schieben wir noch mit rein. Und diese Tür, das ist die da vorne, die schieben wir mal hier rein. So, jetzt haben wir noch diese Außenpfosten, die Pfeiler. So, und die werden wir mal, ja, die bleiben mal hier. Doch, die bleiben erstmal da. Ja, genau. Okay, gut. Jetzt machen wir eine neue Kollektion. Und die nennen wir jetzt mal Big Gate. So. Perfekt, alles klar. Wir klicken jetzt mit der Maus, mit der rechten Taste, Shift-Taste gedrückt und platzieren mal hier den 3D-Cursor. So. Als nächstes erstellen wir jetzt, wie gesagt, eine Plane. So. Die rotieren wir gleich auf der X-Achse. Wir drücken einmal 1 für die Vorderansicht. Das ist ja Durchbruch hier. So. Dementsprechend werden wir jetzt, Steuerung-Taste gedrückt, so, die Plane zurecht schieben und skalieren. Also, wir nehmen die Außenkante, die schieben wir bis hierhin, so, und dann nehmen wir diese Kante und schieben das nach oben. Ja, perfekt. Gut, als nächstes schauen wir uns das mal an. Genau, der müsste noch ein bisschen nach vorne. Ja, das war zu viel. Ja, perfekt. Okay. So, das war erstmal die Plane. Und jetzt ist das so, ich habe mir einige Bilder angesehen und habe versucht, alte Schiebetoren zu suchen und habe auch einige gefunden. Und da ist eine dabei gewesen, die waren geriffelt, wie gesagt, und hatte auch so ein Profil, so längliche Profile. Und sowas in der Art möchte ich das hier auch machen. So kastenförmiges Profil war da drin. Und ja, in dieser Richtung. Ihr könnt natürlich euren eigenen Schiebetor bauen, ne? Das ist klar. Gut, wir gehen auf Backslash und isolieren das erstmal. Genau. Zuallererst mache ich mit Steuerung R, setze ich mal ein paar Loops. Machen wir mal, ja, 4 Stück. So, 4 Loops. Und jetzt, als nächstes wollen wir Steuerung R, die Längsloops setzen. Da machen wir mal 5.
Oh, doch, das ist in Ordnung. Okay, jetzt wähle ich diese Edge aus. So, alle Edges auswählen. Und mit Steuerung B beveln wir das ein bisschen auseinander. So. Oder weniger. Genau. So, wir lassen nicht los. Ja, auf keinen Fall. Und jetzt, wenn ihr mit der Breite zufrieden seid, drehen wir den Mausrad hoch und setzen noch einen Loop innen drinne. So, und jetzt klicken wir an. Perfekt. Super. So, jetzt wählen wir mit der Alt-Taste gedrückt die mittleren Linien aus. Genau. So. Und jetzt Shift-Taste gedrückt und einfach ganz leicht nach vorne ziehen. Ja, das war schon zu viel. Ja, so. G, Y, Shift-Taste gedrückt. So. Ja, das sieht gut aus. Okay, soweit, so gut. So, jetzt wollen wir noch eine schöne Textur hier ablegen. Öffnen ein neues Fenster. Öffnen unser Shade Editor. New Material. Ja. Big Gate. So. Okay. Wir selektieren einmal diesen Node hier. Steuerung Shift T. Gehen auf Texturen. So, das ist die Textur, die ich nehmen werde. Die habe ich von polyheaven.com. Ja. Das ist eine tolle Webseite, da könnt ihr jede Menge Texturen runterladen. Da gibt es auch einige Sachen mehr wie HDRIs oder Modelle. Ja, und die werde ich jetzt hierfür nutzen. Den Link dazu werde ich in der Videobeschreibung setzen. Ja? Okay. So, jetzt haben wir das hier. Passt soweit. Dann schauen wir uns das mal an. Okay, Textur ist etwas zu groß. Wir gehen mal hier auf die Scale und machen wir das mal 5. Ja. Gut, das sieht schon mal gut aus. Alles klar. So, Textur ist auch abgelegt. Das ist auch schon mal gut. Alles klar. Als nächstes wollen wir für unser Schiebetor einen schönen langen Griff hier modellieren. So, und dazu werden wir ein Tool benutzen. Wir machen das mal so. Wir klicken einmal mit der rechten Maustaste, platzieren unseren 3D-Cursor mal dorthin. Genau, so ungefähr, das passt eigentlich schon. Okay, und jetzt Shift A, ein Circle. Genau. So, und den verkleinern wir. Machen wir mal 6 Vertices. Ja, so 6 Ecken, das reicht vollkommen aus. Und ein Durchmesser von 0,005. Schauen wir uns das mal an. Okay, das ist glaube ich zu klein. Ja, ja, das ist gut. Okay. So, also ich möchte einen Handgriff, ein längliches Handgriff, abgerundet, ja, so abgerundet nach unten ziehen. Und wie können wir das am besten machen? Also, wir rotieren einmal RX, so, und wenn ihr auf Edit geht, öffnen sich ja hier einige Tools, ja. Einige kennt ihr schon, das ist zum Beispiel Extrudieren mit E und so weiter. Das ist hier das Insert Faces mit I und das Bevel, das was wir auch schon mehrfach genutzt haben. Und wenn ihr nach unten schaut, habt ihr hier ein Tool, der heißt Spin. Ja? Und wenn wir jetzt hier draufklicken, erscheint hier ein Circle, ja, zum Beispiel dieser hier. Und wenn ihr oben links schaut, ist hier diese Daten hier mit Achsen abgebildet, Y, ja, Z und X und hier Stufen. Und das heißt, wenn ihr hier mit der Maus rüber geht,
Ja, da könnt ihr wählen, in welche Richtung ihr diesen Circle extrudieren wollt. Und dieses Tool erzeugt sozusagen einen Bogen, ja, so proportionalen Bogen wie im Kreis. Aber ich möchte einen Griff haben, der hier anfängt und hier runter geht. Ja? So, und deswegen nutze ich nicht die Z-Richtung, sondern die X-Richtung. Ja, genau. So, ihr habt da verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt den Origin, weil das Tool nutzt ja diesen Origin, der ist jetzt hier in der Mitte. Dementsprechend wird er jetzt, wenn ich hier jetzt drehen würde, dieser Kreis, dieser Bogen in sich, in diesem Circle hineindrehen. Ja? Ich zeige euch das mal, was ich meine. So, genau. So, jetzt haben wir den gebogen und hier sind auch Loops entstanden. Hier stehen die 12 Stück. So, und dann haben wir einen Bogen gemacht von 87,2 Grad. Das ändern wir erstmal auf 90. So, jetzt haben wir 90 Grad und der Origin ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen. Gut, wir können das auch so belassen. Ja, ist alles, könnt ihr so belassen, aber ich setze mal die Stufen erstmal runter. Das ist viel zu viel für mich. Machen wir 5 Stück. So, jetzt können wir mit diesem Tool, diese Pfeile, könnt ihr die Richtung wählen, in welche Richtung also wir das noch ziehen wollen. Und jetzt nehme ich einfach diese X-Achse hier und ziehe das einfach runter. So weit, wie ich das möchte. Und die Proportionen bleiben. So. Ne? Seht ihr schon. Okay, scheint zu groß zu sein, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Den Griff werden wir dann nachher skalieren. Hat mich doch mit der Größe etwas verschätzt. Okay. So, das gefällt mir eigentlich schon. Ja. Und genau. Das lassen wir jetzt so. Jetzt gehen wir wieder auf Move Select. Ja. Ich selektiere jetzt alles. Shift D duplizieren. Ziehe das hier runter. R, Y, 180 Grad. Drehe das Teil. Und schon habe ich 2 Stück. Ich mache das nochmal herunter. So ungefähr. So. Jetzt habe ich diese offene Stelle und die werden wir einfach mit einem diesen Loop hier wählen wir jetzt, diesen Rand. Shift-Taste gedrückt und diesen Rand. So, jetzt möchten wir das verbinden. Dazu machen wir jetzt Steuerung E und Bridge Edge Loops. So, fertig ist unser Griff. Gut, jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Alles selektieren. Ja, ich schiebe den Griff mal, ziehe den Griff mal ein bisschen weiter nach hinten. So, wähle diesen Rand hier aus und wähle diesen Rand hier aus. So, ich möchte noch eine Rosette um den Griff, ja, erstellen und dann an der Tür anbinden. So, wenn ich jetzt E drücke, extrudieren und S skaliere, sieht das ganz blöd aus, ne? So, ich zeige das mal so. Hier, das geht überhaupt nicht. Gut, ich erkläre das immer wieder. So, mittlerweile weiß das schon einer von euch, der das schon gesehen hat. Wir gehen wieder hier oben drauf und klicken Individual Origins. So, und jetzt nochmal S. Und jetzt können wir sie schön unabhängig von oben und unten skalieren. Ja. Nochmal E, G, Y und rein. Ja. Ein bisschen zurück. Genau. Perfekt. So, und jetzt können wir das noch skalieren. Ja, das sieht gut aus. So, fertig ist unser Griff. Jetzt machen wir noch machen wir einen Smooth drauf. Alles klar. Hier werde ich jetzt keine Textur ablegen. Ich werde hier einfach, Aha, okay. So.
So, Schildeditor. Klicken einmal unser Griff nochmal. Machen wir eine dunkle Farbe, richtig so dunkel. Leichten Metalleffekt hier rein. Ja, so ein Metalleffekt. Ja, ich glaube, ich brauche kein Hoch. Okay. Muss nicht so viel glänzend sein. Speckler nehme ich auch etwas runter. Genau. So, damit bin ich zufrieden. Das reicht schon. Eine Sache noch. Ich habe bei einigen Toren gesehen, dass die leicht gedreht sind. Das möchte ich jetzt hier auch machen. Einfach von der Achse drehen. So. Genau. Perfekt. Alles klar. So, unser Griff ist auch fertig. Das ging ja schnell. Und jetzt möchte ich das natürlich auf der anderen Seite machen. Und ihr wisst ja schon, was wir dafür nehmen. Wir nehmen einfach einen Mirror-Effekt. So. Aber in der Y-Richtung. Also X aus, Y rein. Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Ja, das kann verschiedene Gründe haben. So, wenn die Y-Richtung beim Mirror-Effekt nicht funktioniert, liegt das wahrscheinlich irgendwas am Objekt. Wir haben wahrscheinlich ja rotiert. Und wir haben dieses Circle nicht in Edit-Modus, sondern in Object-Modus rotiert. Das heißt, wir müssen einmal Steuerung A, die Rotierung einmal skalieren. Wir können auch Rotierung und Scale zusammen machen. So, fertig ist. Das war schon. Gut. Jetzt möchte ich den Griff mit dem Tor joinen, dass es ein Objekt ist. Und wenn ich das jetzt machen würde, würde eins passieren. Der Mirror-Effekt von diesem Griff würde verloren gehen. Warum? Weil einfach dieses Tor keinen Mirror-Effekt hat. Ja? Also, was müssen wir machen? Wir müssen den Mirror-Effekt einfach applyen. So, und jetzt können wir mit Steuerung J und es ist verbunden. Super. Ja, schnell gemacht, das Tor. Wirklich. Ist auch nichts was Besonderes. Gut, dann ziehen wir das mal wieder zurück. Genau. Ja, okay. So, als nächstes möchte ich das Tor auch gleich, ich sag's mal, ein bisschen demodellieren. Also, ich sag mal so, es ist ja ein altes Tor. So, und da wurde schon bestimmt gegengefahren oder, keine Ahnung, ist verbogen, ja. Und deswegen möchte ich jetzt dieses Tor etwas mit dem Proportional-Funktion, ja, ein bisschen verbiegen und ja, nach hinten ziehen. Gut. Wir gehen mal hier rauf, ja, auf diesen Proportional. Wir gehen mal auf Edit. So, und schauen uns das mal an. Wir haben ja schon dieses Proportional oder einer von euch schon mal in Funktion gesehen. So, wenn ihr, sobald ihr hier eine Fläche wählt oder eine Kante wählt, je nachdem, und wenn ihr anfangt zu ziehen, öffnet sich ein Kreis und je größer der Kreis ist, dann zieht er den nächsten Vertices einfach mit. In so eine Art Smooth-Effekt, ja, so weichen Effekt. So, aber ich möchte das nicht weich, ich möchte das mal in Random machen, einmal. So, Random bedeutet, dass er dann in unterschiedlichen Größen das zieht. Wir fangen zum Beispiel hier an. So, ein bisschen. So hineingebogen, hier noch was oder ein bisschen mehr. So, von unten etwas. So, okay. Ja, wir nehmen mal diese Fläche noch mit rein. So. Ja, okay. So, als nächstes gehe ich hier rauf wieder und wähle eine andere Art, nämlich linear. So, linear. Ich möchte es ja nicht smooth, sondern linear. Das bedeutet einfach, dass er dann, wenn ich jetzt das groß mache, zieht er es gerade mit sich. Nicht weich, sondern linear und konstant. Ja. So, das ist quasi jetzt zu viel. Ich gehe mal zurück. So, ganz leicht. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht übertreiben. So.
Okay. Ziehen das mal ein bisschen. So, den drehen wir mit RZ und schieben das vielleicht ein bisschen noch weiter ran. So, hier nochmal ein bisschen. So. Vielleicht ein bisschen noch zu viel gewesen. So. Naja, könnte etwas besser sein. So, ziehen wir das so ein bisschen wieder gerade. Ich wähle mal das und das hier aus. Ich mache den mal wieder ein bisschen gerade hier. So. So. Und machen wir mal richtig schön Bogen hier rein. Und ziehen das noch mehr. Ein bisschen hoch. Okay. Der war zu viel. Den ziehe ich mal wieder runter. Ja, ist so eine Fummelarbeit, aber man kann sich hier noch durchkämpfen. So. Okay. So, leicht verbogen und nach innen gedrückt. Aber ich weiß nicht, das müsste noch irgendwie noch so ein bisschen zu weit reingeraten. Ja, richtig schön reingedrückt. Jo, das gefällt mir. Alles gut. So, das ist jetzt unser Schiebetor. Na, der bleibt irgendwie hängen. Okay. So, machen wir nochmal den Shade-Editor auf. Ich möchte ja hier ein paar dunkle Flecken reinbringen auch. So, und dazu werde ich jetzt einfach wieder den Node hier, den ganzen Shade-Node hier kopieren. Mit Shift-D, setzen wir hier runter. So, nehmen das mal dorthin. Und setze einen Mix-Shader hinein. So. Genau. So, und den da unter. Genau. So, und als Input nehmen wir wieder unser Attribut und setzen das als Color-Faktor rein. So, jetzt warten wir nochmal. So, den unteren setzen wir gleich nach oben. Und den hier da unter. So war das. Genau. Gut, okay. Wir selektieren einmal unser Tor hier. Wir gehen hier auf wo haben wir Color Attribute, genau. Klicken hier drauf. Nennen das, ja, Gate Dirty Dreck wieder und setzen OK ein. Gut. Und dieses Wort hier fügen wir einfach jetzt hier rein. So, warten wir mal einen Moment. Okay. Gut, jetzt können wir etwas hier an der Textur was machen. Dann gehen wir auf Color, Brightness. So, den Kontrast hier minus 0,2. Den hat er als nächstes, dann müsste das eigentlich, dann muss es doch andersrum sein. Jetzt habe ich das sogar, machen wir es mal so. Okay, so. Gut, den Kontrast runter.
Und so, jetzt müssen wir schauen. Gut, jetzt gehen wir auf, wie gesagt, so Vertex Paint. So, ja, das ist in Ordnung. So, und malen mal den Griff, sag ich schon, das Tor hier. So, genau. So, vielleicht die Ränder richtig und oben vielleicht ganz viel. Genau, und jetzt schauen wir hier nochmal. Okay. Okay, das war ein bisschen zu viel. Ich gehe mal hier ein bisschen runter. Nee, wo bin ich denn? Wir müssen einmal hier auf Einstellung gehen. Hier. Und hier auf Schwarz einstellen. So, damit nehmen wir es wieder weg. Und wieder hell. Damit setzen wir es wieder auf. Genau. Okay. Gut. So weit, so gut. Alles klar. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Wir holen uns jetzt mal unsere Fabrik wieder mal rein. Ja, okay. So, jetzt schieben wir das Tor mal jetzt so hinein. Also wir öffnen das Tor jetzt so ganz leicht. Ja, perfekt. Alles klar. So. Gut. Soweit, so gut. Wir schauen uns das mal in Cycles nochmal an, wie sich das da verhält. Ah, okay. Alles gut. Ja, vielleicht war das sogar ein bisschen zu viel, aber egal. Alles gut. Genau. Super. Ja, das war's erstmal, Leute. Das war jetzt ein kleiner Start, ja. Ich werde die Parts ein bisschen kleiner machen, Schritt für Schritt. So Stunde Parts sind doch etwas zu viel. Beim nächsten Part werde ich jetzt, wie gesagt, die Objekte einfügen. Aber das dauert nicht lange, der nächste Part kommt bald. Ja, das dauert nicht mehr so lange. Okay, ich bedanke mich fürs Anschauen, ja, und wir sehen uns. Ciao.